Regensdorf im Kanton Zürich. Eine Wohnüberbauung, wie es sie in der Schweiz an vielen Orten gibt. 190 Wohnungen, erbaut in den 70er Jahren. Geheizt wird mit Erdgas und Erdöl. Andreas Küng berät die Hauseigentümer bei der Sanierung. Denn das Heizsystem ist in die Jahre gekommen. Die Besitzer wollen ein neues System. Wir befinden uns hier in der Heizzentrale mit 2 Heizungen, Gas, Öl geführt, an je 750 Kilowatt. Wir sehen so ein System, das wir hier haben, für die 190 Wohneinheiten, ganz häufig in der Schweiz, vor allem im Schweizer Mittelland. Will man die Energiesparziele erreichen, muss saniert werden. Freiwillig machen das aber längst nicht alle Hausbesitzer. Erst 6 Kantone setzen überhaupt die Vorschriften für Gebäudesanierungen um, auf die sich die Kantone vor 4 Jahren geeinigt haben. Müssen die Kantone zu schärferen Vorgaben gezwungen werden, um die Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen? Wir fragen bei Politikern der ständerätlichen Umweltkommission nach. Der Bund hat nicht Kompetenz im Bereich vom Gebäudebereich und ich bin überzeugt, es ist richtig, dass die Bevölkerung und die Hauseigentümer und die Mieter selber dürfen entscheiden, denn wenn es von lokal nicht getragen ist, ist auch ein Zwang nicht richtig. Ich bin nicht der Meinung, dass wir sofort handeln müssen, aber der Bund muss vielleicht vorbehaltene Beschlüsse fassen, wo er sieht, wenn wir bis in 10 Jahren nicht deutlich weiter sind, dann müssen wir den Druck ganz eindeutig erhöhen. Ostermundigen im Kanton Bern. Dieses Mehrfamilienhaus wurde vor 3 Jahren saniert. Das Dach war undicht, an den Fenstern bildete sich Kondenswasser. Die Heizkosten waren dementsprechend horrend. Die Ölheizung ließ man zwar drin, weil sie relativ neu war. Doch der Ölverbrauch ist dank der besseren Wärmedämmung deutlich kleiner. Die ursprünglich skeptischen Mieter seien zufrieden, sagt der Hausbesitzer. Von den Kosten her ist es so, dass eigentlich alle profitiert haben. Und nicht zu vergessen ist die ganze Umwelt. Ökologisch ist es so, dass wir heute nur noch die Hälfte vom vorherigen Energieverbrauch jetzt noch brauchen. Also 50% Einsparung im Energiesektor und das kommt auch den Mietern zugute. Aber was heisst es konkret für die Mieter? Die zahlen ja schon ein bisschen mehr heute. Die Mieter zahlen im Schnitt etwa 200 Franken mehr brutto als vorher. Aber sie können mindestens 100 Franken jetzt sparen bei den Nebenkosten. In die energetische Sanierung seines Hauses hat Rudolf Marti rund 180.000 Franken investiert. Etwa 80.000 davon wurden über Förderbeiträge und Steuerabzüge finanziert. Laut Schätzungen des Bundes kann Rudolf Marti damit in 30 Jahren über 260.000 Franken an Energie- und Betriebskosten einsparen, wovon dann wieder die Mieter profitieren. Zurück im zürcherischen Regensdorf. Bald muss hier die Erdgasheizung ersetzt werden, die 25 Jahre alt ist. Fragt sich bloß, welche Lösung ist die beste? Vielleicht die Nutzung der Wärmeenergie aus Grundwasser oder Erde? Wir sind jetzt am Abklären, ob man das Grundwasser brauchen kann, weil die Erdsondenbohrung hat jetzt uns gemeint vor kurzem ein No-Go gegeben. Und jetzt probiert man das mit dem Grundwasser zu klären. Und sonst müssen wir dann, wenn es keine andere Variante gibt, theoretisch wieder eine Ölheizung rein tun. Aber dort gibt es auch neue Technologien, die besser sind. Aber das ist klar, was die Bauherrschaft und wir eigentlich nicht anstreben. Die Beispiele zeigen, energetische Sanierungen sind aufwendig und damit auch kostspielig. Doch auf lange Sicht können sie rentieren. Auch wenn einige Hausbesitzer beim Kostenvoranschlag zuerst vielleicht einmal schwarz sehen.